Es wird ja langsam kälter, deswegen haben wir die 3G-Zelte in die Gebäude hineingenommen. Im Wilhelminenhof ist das 3G-Zelt in dem Eingangsbereich des C-Gebäudes und in der Tresco-Allee ist das G3-Zelt, das jetzt kein Zelt mehr ist, direkt nebenan hier vor dem Audi Max, in dem ich gerade stehe. Die steigenden Inzidenzen sind beunruhigend, gerade auch in Berlin. Aber unser HTW-Sicherheitssystem funktioniert. Wir sehen täglich, wie die Zahlen für Geimpfte und Genesene steigen. Und die Beteiligung der Studierenden und Lehrenden an unserem System funktioniert auch hervorragend. Wir sehen außerdem, wenn es Meldungen gibt für Krankheitsfälle oder positive Tests, hier sind die Zahlen relativ stabil. Wir haben keine Ausreißer nach oben. Und falls es mal einzelne Meldungen gibt, wo wir Kontakte verfolgen müssen, können wir das innerhalb von wenigen Stunden tun. Fast schneller als jedes Gesundheitsamt. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir an unserer Hochschule gemeinsam weiterhin ein sehr hohes Sicherheitsniveau halten können und mit guten Präsenzanteilen durch das Wintersemester kommen. Wir sind in diesem Wintersemester wieder mit Tausenden von Studierenden und Lehrenden in unserem Campus. Damit das sicher bleibt, müssen wir auch die Masken aufsetzen. Also bitte machen Sie mit. Ich bin fast jeden Tag auf dem Campus. Und natürlich wird sich eine Gelegenheit finden. Sprechen Sie mich einfach an. Das Wichtigste sind Sie für ein erfolgreiches Studium. In Ihrem Herzen muss irgendetwas brennen für das Fach. Und Ihr Kopf sollte bereit sein für neue Inhalte. Neugier ist eine der zentralen Sachen. Und ein bisschen Durchhaltewillen. Ich habe 16 Semester gebraucht für mein Studium und aus mir ist auch was geworden. Und ich habe zwischendurch 3-mal überlegt, ob ich aufhöre. Who cares? Im Moment sind wir noch dabei, Präsenz für die Lehre und das Studium zu üben und auch mal den einen oder anderen kleinen Empfang zu machen. Für große Partys ist, glaube ich, noch nicht ganz die Zeit. Aber versprochen, wir werden Partys machen, sobald es unter sicheren Bedingungen möglich ist, wann immer das sein mag. Die HTW Berlin ist eine Hochschule der Vielfalt, also werden wir natürlich dort, wo wir es können, auch Möglichkeiten für religiöse Einkehr oder Gebete eröffnen. Allerdings sind gerade auch unter Pandemiebedingungen unsere räumlichen Möglichkeiten begrenzt. Insofern bitte ich hier um ein bisschen Geduld. Insbesondere ab dem nächsten Jahr werden wir sicher wieder gute Möglichkeiten anbieten können. Wir haben 3 Semester online hinter uns und ich kann verstehen, dass sich manche daran gewöhnt haben und gar keine große Lust wieder auf Präsenz haben. Zumal man sich ja auch die Frage stellen muss nach der Sicherheit. Aber dieses Semester ist ein Präsenzsemester und wir werden alles dafür tun, gemeinsam, dass wir Präsenz trainieren. Und dann sicherlich auch ab und zu mal wieder online. Ich bin ein großer Fan des Regenbogens, aber an der HTW gibt es natürlich eine Präferenz. Auch in diesem Semester gilt, sofern es keine Unregelmäßigkeiten gab und Sie wieder erwarten durchgefallen sein sollten,
dann zählt dieser Prüfungsversuch nicht und Sie können wiederholen. Bevor dieses Semester losging, habe ich mir einige Sorgen gemacht. Kommt überhaupt jemand und schaffen wir das alles? Und ab dem ersten Tag, dem 1. Oktober, haben Sie mich überzeugt und sehr stolz gemacht. Diese Hochschule funktioniert, Sie sind da, Sie machen etwas miteinander und ich sehe so viele leuchtende Augen wie ganz lange nicht. Danke sehr dafür an alle.